Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Event heute. Ich bin Simone Riesmeier, ich bin CEO von der Wissenschaftsplattform Next Level Wissen neu gedacht. Ja, hallo zusammen, ich bin Marvin Haberland, der Pressesprecher bei Next Level. Ja, und wir beide, Marvin, wir haben heute Abend die große Freude, finde ich, also bin schon richtig aufgeregt, Nexica zu präsentieren. Unser großes Projekt, das wir jetzt mit unserem Team innerhalb von dem ganzen letzten Jahr entwickelt haben, also ein Jahr Entwicklung steckt da drin und es ist grandios. Ja, also wir haben eine App entwickelt, wir erzählen euch gleich noch mehr dazu, die das gesamte Wissen von Next Level, also das sind insgesamt circa 50 Jahre Wissen aus Forschung und Wissenschaft und aus Praxiserfahrung, die wir in einer riesengroßen Datenbank haben und auf die könnt ihr mit Nexica jederzeit zugreifen und on point eure Fragen stellen und eure Antworten bekommen, die ihr jetzt gerade braucht. Ob ihr eine Entscheidung treffen müsst und ihr braucht wichtige Informationen oder ihr seid beim Arzt, habt eine gesundheitliche Frage, was auch immer, ist vielleicht in Diskussionen mit den Freunden zu irgendwelchen Themen. Ihr habt sofort mit Nexica die entsprechenden Antworten zu euren Themen parat. Ein Wissensberater in der Tasche sozusagen. Ja, warum haben wir das gemacht? Weil wir gemerkt haben, und das kennt ihr alle, dass man also heutzutage wirklich eine Informationsflut hat. Egal wo wir sind, wir werden förmlich überschüttet mit Informationen. Und wenn wir dann irgendwas Wichtiges gerade brauchen, dann ist es unfassbar schwierig, wirklich herauszufinden, was sind gute Informationen, was sind fundierte Informationen, sind die wissenschaftlich gesichert, ist das evidenzbasiert? Und ja, da wird es einfach schwierig. Wer uns aber kennt, wer Next Level kennt, weiß, dass wir eine hohe Qualität haben und dass alle Informationen, die wir rausgeben, durch unsere Qualitätskontrolle laufen, dass die wissenschaftlich fundiert sind, ausgiebig recherchiert und natürlich eben auch evidenzbasiert. Und das Wissen, das habt ihr mit Nexica ab sofort immer bei euch und könnt es jederzeit nutzen. Keine lange Recherche mehr. Einfach Frage eingeben und da kommt die Antwort. Und wir möchten natürlich mit Nexica noch viel mehr erreichen, nämlich dass unser Wissen sich noch mehr in der Welt verbreitet, dass noch mehr Menschen Zugang bekommen zu unserem Wissen. Und mit Nexica ist das jetzt möglich. Ja, also nicht nur wir, unser Team selbst ist total begeistert von der App, ja, sondern auch unsere Test-User. Wir kriegen so grandiose Rückmeldungen und die können Nexica gar nicht mehr aus der Hand legen. Also seid gespannt und ja, Marvin, dann sag doch mal kurz, was ist genau Nexica? Ja, Nexica ist eine künstliche Intelligenz, KI, die haben wir in Next Level selbst entwickelt. Sie ist direkt an unsere Datenbank angeschlossen, die, wie Simone gerade gesagt hat, über 50 Jahre gebündelte Informationen aus Forschung, Recherche und Praxis enthält, über alle Fachrichtungen hinweg, die wir bei Next Level im Team abdecken. Und ja, wir haben uns natürlich überlegt, wie wir diese Information, dieses Wissen am besten verbreiten können. Also wie gesagt, über 50 Sprachen und über alle Plattformen hinweg. Das heißt, sowohl am Computer, über die Webversion im Browser, als auch bei iOS und Android-Geräten auf den Smartphones. Das heißt, da sind überhaupt keine Grenzen gesetzt und das ermöglicht es euch auch, Nexica im Alltag, in jeder Situation zu verwenden, was wir euch gleich präsentieren werden. Ja, ansonsten kann man dazu sagen, dass diese Wissensdatenbank natürlich regelmäßig von uns ergänzt und erweitert wird und wir in den nächsten Wochen und Monaten Nexica immer und immer weiter ausbauen werden. Wir ja, wollen euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und ja, wir starten direkt mit der Live-Demo. Wie sieht Nexica aus? Wie funktioniert Nexica? Und vor allem, wie könnt ihr das im Alltag benutzen? Super, vielen Dank. So, ihr seht jetzt hier meinen Bildschirm und ich befinde mich in der Nexica Web-Version am Computer in meinem Browser. Ich bin hier auf der Anmeldeseite und habe hier die Möglichkeit, ein neues Konto zu registrieren oder mich direkt in ein bestehendes Google-Konto anzumelden. Ich habe jetzt schon ein Konto und logge mich ein. Danach gelange ich unmittelbar auf den Hauptbildschirm von Nexica, auf dem ich erstmal zentral alle Themenbereiche zur Verfügung gestellt bekomme, die Nexica zu bieten hat. Zu Beginn werden das 6 Themenbereiche sein. Wir werden natürlich in darauffolgenden Wochen und Monaten diese Bereiche immer weiter ergänzen und auch komplett neue Bereiche hinzufügen.
Zunächst habt ihr den Bereich All About NL. Dieser Bereich beschäftigt sich mit Next Level, mit der Arbeit von Next Level, mit allen möglichen Fragestellungen zu uns und unserer Arbeit, unserem investigativen Journalismus, unseren Publikationen, unseren Interviews und so weiter und so fort. Ja, dieser Bereich wird dauerhaft kostenlos für euch zur Verfügung stehen. Dann als nächstes die 4 Kernbereiche von Next Level. Angefangen bei den 5 biologischen Naturgesetzen nach Dr. Hamer. In diesem Bereich beschäftigten wir uns in erster Linie mit Fragen zur Gesundheit und es ist eine absolute Weltpremiere, dass die 5 biologischen Naturgesetze zuallererst in über 50 Sprachen hier zur Verfügung stehen, in Echtzeit und quasi für jede Alltagssituation hier euch behilflich sein können. Als nächstes haben wir den Bereich NL biologisch. Das ist die Ernährungstheorie von Next Level, die sich um ernährungs- und gesundheitliche Fragen kümmert, um die Frage kümmert, wie können wir uns ernähren, damit wir dauerhaft gesund bleiben, damit wir einfach eine hohe Vitalität garantieren und auch bestehende Symptome verbessern können, unsere Gesundheit verbessern können. Dieser Bereich beschäftigt sich weit mit über 300 Studien und hinterfragt auch gängige Ernährungstheorien und Konzepte und bietet Hilfestellungen bei Fragen wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen, auch Fragen bezogen auf Sport und andere Bereiche, aber auch die Möglichkeit, Ernährungspläne und Rezepte zu generieren. Dann haben wir den Bereich NL Wissensrecht. Dieser Bereich beinhaltet die erfolgreiche Prozessstrategie von Next Level, wenn es um Fragen und Angelegenheiten rund um das Infektionsschutzgesetz und Ordnungswidrigkeiten geht. Also eine umfassende rechtliche Unterstützung in solchen Situationen. Ja, zu guter Letzt der Bereich NL Virologie. Dieser Bereich beschäftigt sich wissenschaftlich und kritisch mit der Keimtheorie und der Virologie. Krankheitserregern, dem Thema Ansteckung und so weiter, Immunsystem, Impfungen, alles was dazugehört. Sehr umfassendes Themengebiet mit sehr, sehr vielen Studien und Publikationen in dem Bereich. Ja, dann haben wir noch den Bereich ChatGPT. Wir haben uns dazu entschlossen, den originalen Chatbot hier in unsere Nexica-App mit zu integrieren. Warum haben wir das gemacht? Wir möchten, dass ihr in Zukunft alle Recherchetools der Zukunft an einem Ort findet. Dies ist die Vollversion von ChatGPT, wenn ihr Nexica abonniert. Das heißt, ihr habt unlimitiert Fragen, die ihr stellen könnt. Und natürlich beantwortet euch ChatGPT diese Fragen nicht durch unsere geprüften Inhalte, sondern das ist, wie gesagt, die originale Version, die nicht von Next Level geprüft und verändert wurde. Das heißt, wenn ihr Fragen zu unseren Kernbereichen habt, stellt ihr die in den entsprechenden Themenbereichen. Wenn ihr allgemeine Fragen habt zu anderen Bereichen oder andere Anwendungen verfolgen möchtet, dann benutzt ihr diesen Bereich. Das heißt, ihr habt alles in einer App organisiert. Ein weiterer riesiger Vorteil gegenüber der normalen ChatGPT-Version ist, dass ihr hier vollständig anonym seid gegenüber ChatGPT. Das heißt, eure Informationen, eure privaten Daten, euer Konto oder sonstige Informationen werden nicht weitergeleitet. Alles läuft über den Nexica-Server. Wenn ihr euch für einen bestimmten Themenbereich interessiert und ein Gespräch mit dem Assistenten öffnen wollt, öffnet ihr hier eine solche Kachel und erhaltet dann eine kurze Übersicht und Information, um was es hier in diesem Bereich geht. Dann könnt ihr den Chat starten und gelangt auf die Chat-Seite. Hier in der Mitte befindet sich dann der Chat und das Eingabefenster und hier links seht ihr alle offenen Chats, die aktuell in eurem Profil hinterlegt sind. Ihr habt auch die Möglichkeit, dann hier unten Dateien, Bilder und Dokumente hinzuzufügen. Wie euch das im Alltag massiv helfen kann und welche Use Cases es dafür gibt, werden wir euch gleich noch vorstellen. Ja, ihr habt die Möglichkeit, einen solchen Chat hier auch zu verwalten. Zum einen könnt ihr den individuell umbenennen. Das kann helfen, wenn ihr halt wichtige Informationen wiederfinden möchtet und viele verschiedene Chats habt.
dann habt ihr die Möglichkeit, einen Chat hier zu löschen oder direkt Feedback an Next Level zu senden. Ihr habt auch die Möglichkeit, den Chat zu löschen, indem ihr hier nach links swiped. Dann habt ihr hier unten links den Bereich eures Kontos. Das heißt, ihr könnt hier euer Abo verwalten, ihr könnt die Systemsprache von Nextica ändern, ihr könnt Next Level auch hier direkt kontaktieren, weitere Profileinstellungen vornehmen und alle Chats löschen. Ja, das ist eine sehr hilfreiche Funktion. Wie ihr seht, ist Nextica sehr, sehr einfach und übersichtlich, so wie Simone das vorhin beschrieben hat. Unser Ziel ist es, Informationen einfach, schnell, präzise und überprüft in einer hohen Evidenzqualität für jeden zur Verfügung zu stellen, weltweit in über 50 Sprachen. Und ja, wir haben uns hier für diese sehr einfache, moderne Konzeptidee der Oberflächenstruktur entschieden und wie ihr Nextica jetzt konkret anwenden könnt, wie euch Nextica konkret helfen kann im Alltag, welche Situationen und so weiter und so fort zur Verfügung stehen, welche Tools zur Verfügung stehen. All das werden wir euch jetzt in einigen unserer Demos präsentieren. Ja, vielen Dank, Marvin. Dann gehen wir jetzt mal über zu Anwendungsbeispielen und dafür teile ich jetzt direkt mal meinen Bildschirm, denn ich habe euch ein bisschen was mitgebracht an ja, Anwendungsbeispielen aus dem Alltag für euch. Ich bin jetzt hier in der Web-App-Version, also in der webbasierten Version von Nextica und ich möchte eine Frage im Bereich Virologie stellen. Das heißt, ich gehe in den Themenbereich Virologie, öffne den Chat und habe dann hier mein Eingabefenster. Stellt euch vor, ihr seid mit euren Freunden unterwegs und ihr diskutiert über die Virusexistenzfrage. Und jeder bringt sein Pro und Contra ein und ihr sagt euch, ich habe ja meinen persönlichen Assistenten Nexika bei mir. Ich kann ja mal Nexika um Unterstützung fragen und ihr gebt einfach mal ein, gibt es pathogene Viren? Und schon bekommt ihr von Nexika die entsprechende Antwort komprimiert on point, eure Argumentationsgrundlage für das Gespräch mit euren Freunden. Noch besser vorbereitet kann man kaum sein, oder? So schnell sind das hier die Hauptkritikpunkte zur Virusexistenzfrage. Solltet ihr, was wünschenswert wäre, tiefer einsteigen in das Thema, weil eure Bekannten eben jetzt Interesse an diesem Thema haben, könnt ihr natürlich sofort auch tiefer fragen und einfach mal sagen, was sind die wichtigsten Kontrollen zum Nachweis pathogener Viren? Und Nexika liefert euch auch das direkt wieder sofort und prompt kriegt ihr die wichtigsten Informationen zu den erforderlichen Kontrollen, die notwendig wären, wenn man ein pathogenes Virus nachweisen will. Ja, und wir haben ja gesagt, Nexika ist in über 50 Sprachen verfügbar und das möchte ich euch kurz auch zeigen. Und zwar bitte ich Nexika, die letzte Antwort auf Spanisch zu schreiben. Und auch das macht Nexika sofort und liefert die Antwort auf Spanisch. Und da es natürlich auch Sprachen gibt, die Sonderzeichen verwenden, kyrillisch sind und so, zeige ich euch jetzt auch ein Beispiel mit einer solchen Sprache, und zwar mit Russisch. Und es soll euch jetzt nur mal zeigen, dass eben auch das funktioniert. Die Frage, die ich hier habe, ist, bitte beschreibe den zytopathischen Effekt und bitte antworte auf Russisch. So, und auch das gebe ich Nexika und bekomme auch da sofort die Antwort auf Russisch. Ja, ist das nicht grandios? Mal ehrlich. Also, wow. Und das funktioniert wirklich mit allen Sprachen. Das ist und so schnell und ja, kein Übersetzer mehr nötig. Alles in einer App. So, mal angenommen, unter euren Freunden ist jetzt auch jemand, der oder die klagt über gesundheitliche Probleme, zum Beispiel Neurodermitis. Dann gehen wir in den Themenbereich 5BN nach Dr. Hamer und ihr könnt genau da jetzt sagen, auch da kann mir mein Assistent helfen. Ich frage einfach mal nach, was kannst du mir über Neurodermitis sagen? Während Nexika die Antwort erstellt, könnt ihr natürlich euer Gegenüber fragen,
Würdest du gerne mal wissen, was denn noch die Ursache sein kann für Neurodermitis? Einfach mal eine andere Sicht als die der Schulmedizin. Vielleicht hilft dir die weiter. Du hast ja schon so lange mit diesem Thema zu tun. Wäre es nicht gut, mal anderweitig drauf zu schauen? Euer Gegenüber sagt ja, gerne, können wir machen. Und dann müsst ihr das gar nicht vorlesen, die Antwort jetzt hier von Nexica. Ihr könnt zum Beispiel einfach euer Handy weitergeben und sagen, du liest doch einfach mal, vielleicht findest du dich ja da wieder. Und wenn euer Gegenüber sagt, ja, ich finde mich da irgendwie schon wieder, aber naja, so ein Beispiel würde mir helfen, um besser zu verstehen, was gemeint ist. Dann könnt ihr natürlich Nexica auch sagen, bitte nenne mir ein Beispiel dafür. Und ihr seht schon hier, dass Nexica kontextbezogen antwortet. Ich habe jetzt nicht nochmal Neurodermitis geschrieben, sondern einfach nur nenne mir ein konkretes Beispiel dafür. Nexica weiß, worum es geht, hat sich das gemerkt und antwortet euch dann mit einem konkreten Beispiel. Hier geht es jetzt um ein vierjähriges Mädchen, also um ein Kind. Und euer Gegenüber ist aber nun mal kein Kind, sondern ein Erwachsener. Und dann können wir auch Nexica direkt fragen, bitte gib mir auch ein Beispiel für einen Erwachsenen. Auch das bringt Nexica sofort ein konkretes Beispiel einer 53-jährigen Frau. Das passt dann schon eher. Ja, jetzt finde ich diese Informationen zum Beispiel super gut oder ihr findet die super gut und sagt, ich möchte mir die sichern. Bitte, Nexica, erstelle mir ein Word-Dokument mit deinen Antworten. Und auch das macht Nexica. Dieses Dokument steht jetzt dann hier zum Download bereit, solange er hier noch jetzt. So, hier habt ihr jetzt das Dokument zum Downloaden. Ja, jetzt sage ich, okay, ich habe im Moment keine weiteren Fragen mehr, aber zum Beispiel der Bereich hier, die Fragen, die ich gerade gestellt habe, die finde ich interessant, aber wenn ich jetzt mal eine Weile nicht mehr reingeschaut habe oder immer mehr Fragen stelle, finde ich die ja so eigentlich kaum wieder. Also vergeben wir hier einen Namen, einen Chat-Text, den wir sofort wiedererkennen können und natürlich steht jetzt hier Neurodermitis. Also, und das Schöne ist ja, wenn er jetzt wieder hier irgendwo anders reingeht, andere Fragen stellt, solange hier links die Chats stehen, könnt ihr immer wieder reingehen und weitere Fragen dazu stellen, tiefere Fragen und so weiter. Und Nexica behält den Kontext. Also mal angenommen, euer Bekannter sagt, hey, was du mir letztens gezeigt hast, das war ja mega spannend. Kannst du mir vielleicht da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Dann fragen wir Nexica. Kannst du mir noch mehr dazu sagen? Und immer noch weiß Nexica, worum es hier geht in diesem Chat und hat den Kontext und antwortet euch. Wieder prompt und aussagekräftig. Auch wieder zur nächsten Frage. So, das sieht doch wirklich, wirklich, wirklich gut aus, oder? Was sagt ihr dazu? Also ich finde das prima. So schnell hatte ich Antworten zu 5BN bisher noch nie. Ja, das waren meine Beispiele. Ich gebe dann wieder zurück zu Marvin. Marvin, du hast uns auch noch ein bisschen was mitgebracht, oder? Ja, danke für die Demos und wir machen jetzt direkt weiter mit weiteren Beispielen, wie man Nexica benutzen kann. Ja, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm und dann schauen wir uns weitere Demos an. Ein weiteres sehr umfassendes und starkes Werkzeug, wie ich Nexica für meine Recherche verwenden kann, sind Diagramme und Tabellen. Aktuell interessiere ich mich zum Beispiel dafür, mehr über Ernährung und Gesundheit zu erfahren und wie ja, die Ernährung gewisse Symptome beeinflussen kann. Dazu öffne ich den Bereich NL Biologisch und stelle ihm die Frage, mir eine Tabelle zu erstellen, welche häufige Symptome aufzeigt, die durch die Ernährung beeinflusst werden können. Ja, schnell erhalte ich eine Antwort und zwar listet mir Nexica jetzt häufige Symptomarten auf, beschreibt die kurz und gibt mir eben eine genauere Beschreibung für den Einfluss der Ernährung. Nun bitte ich ihn, mir Studien zu nennen, weil mich das Thema interessiert, die diesen Zusammenhang ja, belegen. Nexica wird nun in der Datenbank, die weit über 300 Studien, die von Next Level geprüft wurden, umfasst, suchen nach Studien, die hier
eben diese Zusammenhänge untersucht haben. Ja, er listet mir jetzt hier einige Studien auf und ich interessiere mich dazu, mehr zum Thema Verstopfung oder Verdauungsprobleme eben zu erfahren. Und die erste Studie würde mich interessieren und da frage ich ihn, ob er mir den Link zur ersten Studie nennen kann. Nexica hat für jede Studie den spezifischen Verweis hinterlegt, die genaue Quelle und listet mir jetzt hier die Studie auf mit dem korrekten Namen, dem Autor, dem Jahr, dem wissenschaftlichen Journal, in dem es veröffentlicht wurde und dann auch direkt den Link zur Studie. Ja, wie ich gerade gesagt hatte, ein weiteres Werkzeug, was wir benutzen können, sind Diagramme. Und ich möchte jetzt eben, dass er mir aufzeigt, wie häufig denn solche Symptome im Zusammenhang mit der Ernährung auftreten. So, ich bitte ihn also, mir jetzt mal grafisch die Häufigkeit aufzuzeigen, wie oft denn diese Symptome auftreten im Zusammenhang mit der Ernährung. Also das versteht er aus dem Kontext heraus. Er wird jetzt aus allen möglichen Diagrammvarianten, zum Beispiel Kuchendiagramm, Säulendiagramm, Liniendiagramm, Balkendiagramm, den passendsten Zusammenhang auswählen und entsprechend hier mir ein Diagramm erstellen. Er liefert dann eine kurze Beschreibung zum Diagramm. Ich habe hier dann das Diagramm als Bild, was ich anklicken kann. Ich kann das Diagramm hier downloaden und auch teilen und weiterleiten. Ich kann mit dem Diagramm auch weiterarbeiten. Das heißt, ich kann ihn jetzt bitten, die Farbe zu ändern, die Beschreibung zu ändern, die Beschriftung zu ändern. Ich kann ihn bitten, weitere Daten mit aufzunehmen. Ich kann ihn bitten, den Diagrammtyp hier von Balkendiagramm auf andere Diagrammformen zu ändern. Und ja, das ist einfach ein umfassendes Werkzeug, was ich sowohl im Alltag als auch bei meiner Recherche für Themen anwenden kann, die mich interessieren und wie ich einfach komplexe Daten eben sehr einfach darstellen kann, um einfach auch mehr zu lernen, um gewisse Themen auch entsprechend aufzubereiten. Ja, eine weitere Möglichkeit mit Nexica hier zu arbeiten ist die Analyse von Dokumenten. Ich nutze mal das Beispiel, was viele von euch kennen, gerade aus der Corona-Zeit oder jetzt auch seit dem Masernschutzgesetz. Viele Menschen erhalten Post und Briefe vom Gesundheitsamt, teilweise mit Bußgeldbescheiden, Tätigkeitsverboten und andere Briefe. Und ja, es ist nicht immer ganz einfach, auf solche Schreiben zu reagieren. Und hier bietet Nexica natürlich die Next-Level-Prozessstrategie an im Bereich Wissensrecht. Also ich habe ein solches Schreiben erhalten und ich habe hier die Möglichkeit, die Dokument-Hochladefunktion zu benutzen. Ich lade Nexica einfach meinen Bußgeldbescheid hoch und ich bitte Nexica, diesen Brief im Anhang hier zu analysieren und frage, was ich dagegen tun kann. Er wird jetzt dieses Dokument analysieren, die Daten extrahieren und mit mir zusammen hier einen Lösungsweg erarbeiten. Das dauert einen kleinen Moment und dann kommt auch schon die Antwort mit allen Details aus dem Bußgeldbescheid, was mir vorgeworfen wird, wie viel Geld ich zahlen soll und was die konkreten Schritte sind, die jetzt zu tun sind. Also zum Beispiel bietet Nexica jetzt hier die Möglichkeit nennt mir die Möglichkeit hier den Einspruch einzulegen, mit der entsprechenden Begründung und ich möchte jetzt hier mit Nexica zusammen die Begründung für den Einspruch erarbeiten und kann jetzt hier weiter vorgehen, den Fall komplett ausarbeiten und ihn am Ende auch dann bitten, mir ein Word-Dokument zu erstellen mit den gesamten Einspruch und den ich dann einfach losschicken kann. Also absolut mächtiges Werkzeug, natürlich auch in anderen Fällen anwendbar, aber hier natürlich spezialisiert auf diese Thematik mit dem Infektionsschutzgesetz, mit der entsprechenden wissenschaftlichen Argumentation von Next Level.
Und ich habe hier die Möglichkeit, auch viele andere Dinge zu lernen. Ich kann natürlich hier auch lernen, warum es Probleme im Infektionsschutzgesetz gibt, woran das genau liegt. Ich kann mich hier umfassend über das Robert-Koch-Institut informieren. Ich kann mich hier umfassend über die Deutsche Forschungsgemeinschaft informieren und viele, viele andere Punkte. Und ja, ich kann natürlich die Dokumentfunktion in allen anderen Kernbereichen von Next Level oder auch bei ChatGPT verwenden. Und ja, diese Anwendungsfälle sind im Prinzip unendlich. Ein riesiger Mehrwert auf jeden Fall. Zusätzlich zur normalen Fragestellung über Text oder eben über Bilder, ja, die ich hochladen kann, absolut super. So, ich bin jetzt hier gerade im Supermarkt unterwegs und ich würde gerne abnehmen. Habe hier einige Nahrungsergänzungsmittel vor mir stehen und ja, ich möchte gerne, dass Snaxica mich unterstützt und mir Empfehlungen gibt, ob er das für geeignet findet oder ob er andere Alternativen vorschlägt. Und dafür öffne ich hier auf meinem Android-Gerät die Nexica-App und gehe in den Biologisch-Chat. Und dann kann ich hier unten links über die Dateiauswahl ein Bild hochladen. Ich habe jetzt hier gerade von der Rückseite des Nahrungsergänzungsmittels ein Bild gemacht und ich würde jetzt gerne eben wissen wollen, ob er das empfehlen kann zum Abnehmen oder ob er andere Empfehlungen hat. Das geht relativ schnell. Er analysiert jetzt das Bild und ja, die Antwort kommt im Prinzip in Echtzeit und habe hier eben jetzt die Möglichkeit, schnell on the go eine Entscheidung zu treffen mit Unterstützung von Nexica. Ich kann natürlich jetzt weitere Rückfragen stellen und mehr Informationen bekommen. Und ja, das ist einfach eine unglaubliche Unterstützung im Alltag in allen möglichen Situationen. Ich kann ihm jedes Bild geben, ich kann ihm jede Datei geben und er kann mir sofort basierend auf dem Wissen von Next Level weiterhelfen. So, jetzt habt ihr eine ausgiebige Live-Demonstration aller Funktionen von Nexica erhalten und habt schon mal einen guten Eindruck. Aber ihr könnt natürlich gleich direkt selber euch den Account registrieren und anfangen, selber auszuprobieren. Jetzt werden wir euch noch einmal kurz einen Ausblick geben, wie es mit Nexica weitergeht, unmittelbar und mittel- bis langfristig. Und wir fangen an mit ganz kurzfristigen Entwicklungen. Das heißt, jetzt zum Start, wie ihr gerade in den Live-Demonstrationen auch gesehen habt, fangen wir erstmal mit 6 Themenbereichen an, darunter eben unsere 4 Kernbereiche. Dann wird jetzt unmittelbar in den nächsten Wochen der Bereich Genetik mit dazukommen, ein sehr, sehr umfassender Bereich ebenfalls und zusätzlich dazu ein zweiter Bereich, nämlich der gesamte Bereich emopsychologisch, der sich eben ja mit Fragestellungen aus der Psychologie, aus der Persönlichkeitsentwicklung und verwandten Themenfeldern beschäftigt. So, und Simone wird uns jetzt erklären, wie es mittel- bis langfristig mit der Idee von Nexica als Plattform, Wissenschaftsplattform, wie es da weitergeht. Ja, wir planen natürlich auch in die Zukunft und schauen relativ weit voraus und mittel- bis langfristig. Das heißt, wir planen tatsächlich auch Partnerschaften mit Unternehmen, zum Beispiel mit Bildungseinrichtungen, dass wir da eben auch mit reingenommen werden. Und wir planen auch eventuelle Kooperationen mit Drittanbietern, also die auch kritische Themen haben, also Themen, die auch ja, Narrative hinterfragen. Aber die müssen natürlich dann unsere Qualitätskontrolle durchlaufen. Also das ist dann auch ein Prozess, der natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt, aber dem wir uns gerne widmen, wenn wir damit noch mehr Wissen generieren können für die Menschen. Also das ist auch das, was wir zukünftig wirklich planen. Und natürlich soll auch noch die Sprachsteuerung integriert werden, dass man mit Nexica direkt sprechen kann. Im Moment geht das halt noch nicht. Aber das haben wir natürlich alles auf unserem Plan und wollen wir alles möglichst schnell umsetzen. Ich finde, das klingt fantastisch, oder? Ja, absolut. Also diese Idee der Plattform ist natürlich etwas, worauf man dann aufbauen kann und wo wir auch unser Wissen und unsere Möglichkeiten immer weiter, ja, ausbauen. Ja, im Prinzip ist das unbegrenzt, sofern die Themen eben welche sind, die zu uns, zu unserer Plattform passen. Und was heißt passen? Also die eben auch etwas hinterfragen, die neues Wissen generieren. Also kein altes Wissen wieder neu durchmalen, sondern neues Wissen generieren für die Menschen, Dinge aufklären, die falsch berichtet werden oder wo eben einfach Fehler drin sind, vor allen Dingen auf der wissenschaftlichen Basis. Also da noch immer mehr Aufklärung betreiben. Und da freuen wir uns schon drauf.
Ja, um auch nochmal auf den Punkt, den du ganz am Anfang der heutigen Keynote angesprochen hast, zurückzukommen, auf diese massive Informationsflut. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo wir mit dieser Plattform eben die Möglichkeit bieten, diese permanenten Informationen, zum Beispiel auf Telegram oder anderen Social-Media-Plattformen, hier gebündelt zu zentrieren, in diesem, wie Simone das gerade angesprochen hatte, in diesem Qualitätsanspruch von Next Level, den ihr von uns gewohnt seid, den ihr von uns kennt. Das heißt, absolute wissenschaftliche, präzise Evidenzqualität im Vordergrund und im Prinzip Next Level Peer-Reviewed, Ja. wenn man dieses Wort mal benutzen darf. Und ja, das wird ein absolutes Zukunftsprojekt. Das ist unsere Vision, die wir erreichen wollen mit diesem Projekt hier. Und ja, heute ist der Start dafür. Ja, und was wir natürlich auch mit angedacht haben, weil das auch schon bei uns angefragt wurde und das werden wir auch aufnehmen und wir planen auch Workshops oder auch Seminare zu bestimmten Themen. Das ist aber auch alles momentan erstmal auf der To-Do-Liste für uns, aber wir haben das schon mit drauf. Also es wird immer mehr und immer größer und wir freuen uns darauf, mit euch noch mehr Wissen zu teilen. Ja, dann kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Punkt und zwar, was kostet Nexica? Wir haben für Nexica 3 Modelle und zwar gibt es das kostenlose Modell. In diesem kostenlosen Nexica-Abonnement ist der Bereich All About NL kostenlos. Also da findet ihr alle Informationen über Next Level, Links und alles, was Marvin euch vorhin schon vorgestellt habt. Dieser Bereich ist konstant kostenfrei. Dann haben wir ein Modell für 20 Euro im Monat. Das heißt, ihr könnt Nexica inklusive auch ChatGPT für 20 Euro im Monat abonnieren oder eben für 200 Euro im Jahr. Das ist dann das Jahresabonnement, wo ihr 2 Monatskosten oder 2 Monatsraten sparen könnt. Und ja, für ein kleines Geschenk an euch, das erzählen wir euch dann gleich im Anschluss noch, was wir euch für den Neustart noch mitgeben können. Ein ganz besonderes, ja, Zuckerle von uns, wenn man das so sagen darf. Ja, wir hoffen, euch hat die Präsentation gefallen und wir starten gleich ins Q&A, wo wir dann auch noch ein paar mehr Informationen euch geben können und natürlich eure Fragen beantworten werden. Ja, ich freue mich auf die Fragen, auf eure Fragen. Bis gleich. What a sensation, is it cool?